Und wir freuen uns heute Morgen sehr auf David Garrett, der zum allerersten Mal seinen Papa mitbringt und bei uns gleich mit Papi auf der Couch sitzen wird. Ja, da sind wir auch sehr gespannt, weil als Eltern muss ja schon hinterher sein, dass dein Kind mal ein Instrument dann auch wirklich übt. Wie der Vater das hinbekommen hat, dass David Garrett so viel geübt hat, das fragen wir gleich mal. Sehr, sehr schön. Freuen wir uns auf die beiden Gäste. Jetzt erstmal die Nachrichten mit Ihnen. Premiere. Eine Premiere, sagt der Vater von David Garrett, und der ist heute auch bei uns. David Garrett zusammen mit seinem Vater im deutschen Fernsehen. Wir freuen uns sehr, dass die Premiere bei uns stattfindet. Ist aber natürlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, selbstverständlich, lieber David, denn du bist ja sozusagen der engste Freund des Hauses. Naja, sag mal so, ich komme gerne zu dir und in die Sendung und ich freue mich immer hier zu sein. Was spannend ist, wenn der Papa zum ersten Mal dabei ist, besprecht ihr euch dann vorher? Wird dann so gesagt, na, aber das sag mal bitte nicht? Nein, Nein? wir machen das ganz entspannt. Jeder sagt, was er sagen möchte, so wie immer. Es ist ganz schön, dass wir ein bisschen einen Einblick darin bekommen, wie es bei dir losgegangen gegangen ist. Als kleines Kind hast du ja angefangen mit der Geige. In welchem Alter, David? 4, 5 Jahre so um den Ja, Dreh. es war gerade 5 Jahre, glaube ich, gewesen. Nicht zu früh. Da ist er, der kleine David. Ja, das ist mein Bruder, glaube ich. Ach, das ist der Bruder erstmal? Moment, da ist meine Schwester. Das ist David. Das bin ich. Ah, der Und das ist Wahnsinn. auch Alexander. Eieiei. Aber der hat zuerst angefangen. Der Das Bruder muss, hat... Ja. das muss man sagen, er hat sozusagen die Messlatte nicht so hoch gelegt, deswegen kam ich ganz gut rüber mit dem Instrument. Das müssen wir kurz mal klären. Herr Bongartz, Sie spielen selber Geige, deswegen haben Sie das Ihren Kindern beigebracht. Ab wann haben Sie dann gemerkt, dass der kleine David offensichtlich ein großes Talent ist? Ja, Alexander war eigentlich auch ein sehr begabter junger Geiger. David hatte aber immer die Tendenz gehabt, das anzustreben, was sein älterer Bruder macht. Und als er gesehen hat, dass Alexander Geige gespielt hat, hat er immer nach der Geige gegriffen. Und man konnte gar nicht anders, als ihm auch eine Geige zu kaufen. Dann merkte man allerdings recht schnell bei den ersten Vorspielen, dass er ein Überflieger war. Er hat also in den Klassen, Geigenklassen, wo er Unterricht genommen hatte, dann später die anderen eigentlich ganz schnell überholt. Und da merkte eigentlich jeder, also nicht nur ich, dass er ein besonderes Talent hatte. Man kennt es ja eigentlich so von Geige üben, ist ja für die Ohren was ganz Schlimmes, wenn man ehrlich ist. Man liebt die Kinder sehr, aber wenn sie Geige üben, dann möchte man ganz schnell das Haus verlassen. Wie schnell war es bei David so, dass es sich toll angehört hat? Das ging eigentlich relativ schnell, weil David immer darauf achtete, eine reine Intonation zu haben. Also dieses Gequietsche, das gab es bei ihm eigentlich nicht. Wobei Freut mich im Nachhinein zu hören. Sie hörte sich früher ganz anders an, als du klein warst, oder was? Nee, ich kenne das natürlich hier und da. Hat man natürlich kleine Kinder auch, die einem vorspielen. Und wenn es sich ganz schräg anhört, dann denkst du natürlich auch, Menschenskinder, dann müssen meine Eltern gelitten haben. Aber ich freue mich, wenn es relativ schnell gut war. Du hast mal bei uns hier morgens erzählt, dass du aber trotzdem natürlich die Phasen hattest, irgendwann als Kind, als Teenager, wo du natürlich anderes im Kopf hattest, wo aber der Vater trotzdem gesagt hat, jetzt wird geübt und du keine Lust hattest. Naja, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann mal keine Lust, immer zu arbeiten. Ich bin sicher, dass du auch manchmal morgens aufstehst und sagst, Menschenskinder, boah, heute schon wieder so früh raus. Na klar, das ist, dass man natürlich Spaß mit der Musik hat, ist ganz normal. Dass es aber auch Tage gibt, wo man irgendwie keine Lust hat. Disziplin ist ganz wichtig in dem Beruf, dass man immer dran bleibt, gerade wenn man in dem Alter ist, zwischen, was weiß ich, 8 und 14. Das ist eine ganz wichtige Zeit. Und dass da mal jemand sagt, hör mal, jetzt wird ein bisschen gearbeitet, das ist völlig in Ordnung. 8 und 14 ist die Zeit, genau, da habe ich wieder aufgehört mit Klavierspielen. Ich habe, glaube ich, 5 Jahre Deswegen gespielt. bist du doch keine Pianistin Eben. geworden. Es war allerdings auch schon abzusehen, dass daraus keine Pianistin wird. Herr Bongartz, wie haben Sie das denn gemacht? Also das ist vielleicht spannend auch für andere Eltern. Wenn Sie merken, der hat jetzt nicht so richtig Lust, aber der muss üben. Wie viel Druck übt man da aus? Haben Sie ausgeübt? Also das Wort Druck höre ich ehrlich gesagt sehr, sehr ungern. Weil es kommt doch darauf an, dass man den Schüler selbst motiviert. Und David hatte immer sehr, sehr schöne Instrumente, auch schon als Kind gehabt. Die Stücke, die man auswählt, die müssen auch geeignet sein, also nicht zu modern, möglichst harmonisch sein. Und wir haben eigentlich sehr früh überlegt, einen Repetitor, also einen Klavierspieler, der David immer auf dem Klavier begleitet hat. Das motiviert dann den Schüler auch. Dann ist es nicht nur unisono, sondern auch mit einem harmonischen Hintergrund. Das begeistert in der Regel die Kinder. Das heißt aber, wenn man ehrlich ist, teure Geige und noch einer, der dazu immer spielt, das ist auch eine teure Angelegenheit, oder? Wie viel Geld hat das gekostet? Wie viel Geld haben Sie in David investiert? Pi mal Daumen? Oh je, das kann man so nicht sagen. Aber es muss ja auch nicht eine Stradivari von Anfang an sein, abgesehen davon, dass es ja nur eine im Museum in Cremona gibt, die eine Kindergeige ist.
Es gibt auch andere gute Meistergeigen. Natürlich bezahlt man da mehr als für eine chinesische Manufaktur. Aber das sollte einem das Kind dann schon wert sein. Würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Was schätzen Sie, was haben Sie im Monat für Musikunterricht ausgegeben, als die Kinder klein waren? Das ist eine gute Frage, denn ob David bei Isaac Stern, bei Yehudi Menuhin oder bei Ida Händel Unterricht gehabt hat, diese Lehrer haben nie einen Pfennig Unterrichtsgeld genommen. Man hätte es auch nicht bezahlen können, aber sie haben es kurioserweise und dankenswerterweise nie genommen. Das ist ja faszinierend. Das heißt, David, du warst so jung, so talentiert, dass ein Yehudi Menuhin, also einer der ganz großen Also ich glaube nicht, dass die Geigenlehrer, Menschen sich Zeit genommen hätten für Mittelmaß. Also insofern ja, ist natürlich eine große Ehre, gerade wenn man das dann auch im Nachhinein noch mal reflektiert, dass man mit diesen Größen gearbeitet hat. Hat man schon ein bisschen Demut und freut sich natürlich im Nachhinein umso mehr. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Leute auch voller Leidenschaft für die Musik sind und für Talente. Das gehört ja auch dazu, nicht? Es gibt ja auch im Sport ja auch große Fußballspieler, die eben die Jugend auch fördern. Das ist ein Anliegen, was aus der Sache selbst herauskommt. David, wenn du Kinder kriegen würdest, Ja. würdest du das genauso machen wie dein Vater? Ach, ich glaube, jeder Mensch ist da unterschiedlich. Ich würde es sicherlich anders machen. Nicht, dass ich sage, er hat was falsch gemacht. Aber ich glaube, jeder hat da so seine eigene Vorstellung. Und ganz ehrlich gesagt, wenn da der Zeitpunkt da ist, dass so ein Kind hat, dann wirft man wahrscheinlich auch wieder alles über den Haufen. Ich glaube nicht, dass man das, dass man das planen kann. Das ist dann aus der Situation heraus. Aber was würdest du anders machen? Was ist jetzt die eine Sache, wo du sagst, das mache ich anders? Also ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich, wenn ich Kinder haben würde, was ich mir nicht vorstellen kann momentan, das muss ich auch fairerweise sagen, weil ich einfach keine Zeit habe, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht, ob ich mit dem Musizieren dann noch, ich bin professioneller Geiger, ich bin so oft am Üben, dann noch Kinder zu haben, die dann auch noch ein Musikinstrument spielen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Bin mir da nicht sicher. Vielleicht, wenn dann ein Kind da ist, dann sagt man, ja komm, Geige musst du lernen. Dann ändert sich wieder alles. Aber momentan kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich mache genug Lärm, wenn die Kinder auch noch Lärm. Da haken wir doch im Laufe der Sendung noch mal nach. Sehr, sehr schön, dass Sie beide hier sind. David Garrett und der Papa, Herr Bongartz, bei uns im Frühstücksfernsehen. Schönen Dank. Schön. David, natürlich nicht die ganze immer nur üben, auch mal richtig Party machen. Ne? Machst du auch, oder? Das mache ich ab und zu, ja. Ja. Damit es vielleicht noch mal eine richtig gute Partysause wird, haben wir einen Tipp für dich. Sehr schön. Ja, es geht für Pass dich auf. ab mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Ischgl. Oder auch einfach so. Guck mal, da, so schön könnte das sein. Da könntest du dich da runtermischen, ne? Aus den ganz großen Flaschen einen mittrinken. Ja, viele, viele tanzende Frauen. Jan, du bist ein schlechter Einfluss. Schlechter Einfluss. Und gerade heute, wo mein Papa hier ist, es geht nicht. Wir fahren alle zusammen dahin. Ja? Reisegruppe Ischgl. Dankeschön von der Regie, der Tipp, dass ich mich andersrum drehen soll, obwohl eine Moderation so auch sehr schön wäre. Man Jetzt sieht leider alles zu nur deinen Ischgl, Rücken. meine Damen und Herren. Es ist auch eine Premiere. Das ist die kleine Geige von David Garrett. David Garrett heute mit seinem Vater, ja, Georg Bongartz, bei uns. Mit dieser mini kleinen Geige hast du angefangen. Das stimmt, ja. Er hat es heute mitgebracht. Also, Und die haben dir keine Seiten raufgespannt. Das ist ja auch viele da Nummern. Da ist ja nichts dran. da Ne? waren natürlich Seiten drauf, aber ich glaube, die ist schon so lange bei dir zu Hause. Irgendwann mal sind die Seiten alle. Aber so eine tolle Familiengeschichte. Wir haben gerade noch geredet, ne? Also Bruder auch Pianist, aber eigentlich Anwalt in New York. Schwester macht jetzt ein Popalbum wie Richtig, Lily ja. Allen. Das ist ja alles mega spannend. Müssen wir gleich noch weitersprechen. Und es müsst ihr stark sein. Wir haben etwas über dich herausgefunden. Ein Foto ist uns zugespielt worden. Dürfen wir es zeigen? Klar, ich zeige es einfach. werd's Das überleben. kann sich ja nur um Saisoneröffnung in Ischgl handeln. David, erinnerst du dich? Da bist du doch gerade rausgekommen irgendwie aus dem Club, oder? Ja, genau. Da war auch viel Wind. Du weißt du was? Das könnten wir doch einfach als Cover für dein neues Album Das finde ich Explosive gut. Das nehmen. passt doch irgendwie Guck mal, das zum passt Titel. direkt hier rein. Ja. Das gibt's doch nicht. Und guck mal, so würde das dann im Laden stehen. Menschenskinder nochmal. Ist das okay? Dass ich darauf nicht gekommen bin. Völlig überraschend ist das Album jetzt im Handel, Explosive von David Garrett. Wir freuen uns sehr über euren Besuch und gucken jetzt nach Ischgl. Da könntest du ja wirklich auch mal ein bisschen Party machen, denn da geht's richtig ab. Schauen wir uns das an. Sag mal, David, wenn du Madonna so siehst, ne? Ist das was, wo du nur sagst, hier, na wahrscheinlich bist du einer, der sagt, hier Hut ab und tolle Leistung und so, auch wenn sie mal schief singt in dem Alter und so, stimmt's? Ich finde, wenn man Erfolg hat, dann macht man was richtig. Ja, guck. Das ist ein sehr kluger Satz. Ja.
Es ist ein kluger Satz. Wir kommen gleich noch auf diese beiden wahnsinnig spannenden Menschen bei uns im Studio. Aber jetzt erstmal die Royals. Ja, also Kate ist ja, seitdem die da ist, geht es ja immer um sie. Ne? Hat die nicht irgendwie auch so einen kleinen Skandal verursacht neulich? So ist es. Ja. Nicht nur einen. Ach, nicht nur einen. Ja, so sieht es nämlich aus, liebe Zuschauer. Und der Programmhinweis war schon zu sehen. Habt ihr aufgepasst? Ja, haben wir aufgepasst. 20:15 Uhr Pro7 The Royals. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns wirklich sehr über David Garrett, der natürlich schon öfter mal bei uns war. Der berühmteste Geiger der Welt. Millionen Fans hat er, weil ihn sein Vater, und der sitzt neben ihm, und das ist eine Premiere im deutschen Fernsehen, Georg Bongatz so gefördert hat, getriezt hat manchmal auch. Heute Morgen haben wir aber schon erfahren, so richtig viel Druck mussten Sie gar nicht ausüben? Nein, Druck ist eigentlich bei Kindern nicht das richtige Mittel. Ich würde eher sagen, man muss die Kinder motivieren. Es muss aus einem selbst herauskommen und dann ist es auch ehrlich, authentisch und dann ist es auch wertvoll. Nun haben wir heute Morgen schon erfahren, dass du noch zwei Geschwister hast, ja. auch alle drei sehr talentiert in der Musik sind. Wie schwierig ist das für deine Geschwister gewesen, dass du so früh so wahnsinnig abgegangen bist mit der Musik? Ich glaube, die haben mich mehr vermisst, als dass sie damit Probleme hatten. Also sie waren natürlich sehr häufig unterwegs, auch mit meinem Vater gerade. Und ich habe sicherlich auch meine Geschwister vermisst. Und, aber ich glaube, das war von Anfang an klar, dass natürlich dann auch das ein oder andere Opfer, in diesem Falle natürlich, dass man viel unterwegs ist. Und dass das natürlich, das war Teil des Lebens und das hat jeder, glaube ich, so akzeptiert in der Familie. Dein Bruder hat irgendwann mal, das haben Sie, Herr Bongatz, erzählt, auch eigentlich Geige gespielt. Und dann gab es irgendwann mal die Situation, dass er ein Tränchen verdrückt hat. Was war da genau los? Ja, wir hatten einen Kurzurlaub gemacht in Oxford, im Randolph Hotel, weiß ich noch, haben wir zu Tee getrunken. Und da spielten ja in England immer ein Pianist zu dieser Zeit in den besseren Hotels. Und der spielt dann auch so rührige Melodien. Alexander fing an zu weinen. Und ich fragte Alexander, was ist denn mit dir? Und da sagt der Papa, ich habe ein Problem. Ich würde gerne aufhören, Geige zu spielen und Klavier lernen. Und er hat gedacht, ich wäre jetzt sehr sauer darüber, aber in Wirklichkeit habe ich mich darüber gefreut. Denn wir hatten immer Angst gehabt, dass es eine Konkurrenzsituation entstehen würde. Und so hat sich das eigentlich von ganz alleine gelöst. Alexander ist dann ein sehr, sehr guter Amateurpianist geworden. Hat, glaube ich, sogar eine Nummer auf der neuen CD von David mitgeschrieben. Eine großartige Nummer. Und alles ist gut. Ja, finde ich auch. Denn das ist natürlich für Geschwister auch schwierig zu erleben. Heute Morgen haben die beiden schon erzählt, dass du ja ganz, ganz früh schon umsonst Unterricht von den absoluten Größen der Geigenmusik bekommen hast, weil dein Talent so früh Ja, da war. Wie schnell ging muss es? ich aber auch meinem Vater wirklich Danke sagen, hat er sich da wahnsinnig reingehängt, immer tolle Lehrer für mich zu organisieren. Die Kontakte, das kann man ja in dem Alter, was war ich, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre, da hebst du natürlich nicht den Telefonhörer ab und rufst bei den Großen an. Das hat er wirklich immer toll gemacht und dementsprechend habe ich dann auch eine fantastische Erfahrung machen können mit diesen Musikern. Das heißt, mit 8 Jahren hast du schon umsonst Unterricht von zum Beispiel... Ida Händel, Isaac Stern, Yehudi Menuhin. Also waren die ganz großen Namen? Ganz großen Namen. Ich weiß, vielleicht sagen die dir nicht unbedingt ganz viel, aber das ist so wirklich die oberste Garde der Geiger. Und Jetzt müssen wir noch mal einen Blick auf diese kleine Kindergeige. Nimm sie doch mal in die Hand, damit man mal die Proportionen ich zeig dir mal einen Vergleich. Ne? Dieser Also, kleinen Geige hast du angefangen? also das ist schon ein Größenunterschied. Also da könnte ich auch gar keine Note richtig treffen, weil dafür ist ja die Hand mittlerweile viel zu groß. Also, aber damit fängt man halt an. Das ist jetzt auch von der Qualität der Verarbeitung jetzt nicht eine tolle Geige, aber auf der anderen Seite, wenn du so klein bist, hast du ja natürlich auch keine Erfahrung und ein Stück weit natürlich ist das ein Spielzeug. Dementsprechend siehst du ja hier, da sind ja auch richtig Ecken und Kanten ab. Das kommt einfach, also eine tolle Geige jemandem gerade in dem Alter zu geben, also das wäre wirklich Perlen vor die Säule. Nein, da würde ich dir leicht widersprechen. Man muss von Anfang an muss man immer das Beste dem Kind gönnen. Und ich glaube, das Kind bewertet das dann auch entsprechend. Wenn du ihm ein schlechtes Instrument gibst, Klar, aber dann, wenn man 4 oder 5 Jahre alt ist und naja, anfängt, gut, dann eine ist Stradivari muss es nicht in dem Alter sein. Man sieht ja dann, ob Talent da ist und dann kann man das beim nächsten Instrument dann anders das machen. stimmt, aber direkt am Anfang, ich glaube, dass man jedes Kind da eher das als Spielzeug schon ein Stück weit sieht. Das heißt, Sie haben Ihren Kindern schon sehr früh teure, das haben Sie heute Morgen auch schon gesagt, teure Instrumente gekauft, weil Sie gemerkt haben, dass es wirklich was bringt. Schätzen Sie doch mal, wie viel Geld Sie tatsächlich investiert haben in die Kunst von Ihrem Sohn.
Oh, das ist sehr, sehr schwer zu schätzen. Man hat natürlich alle 2 Jahre, teilweise sogar nach einem Jahr das Instrument wechseln müssen wegen der Größe, weil es muss ja alles auch passen. Sonst bekommt man Verspannungen und das ist wie in der Muskulatur, das ist wiederum nicht gut für den musikalischen Effekt. Und ja, es sind schon ein paar tausend Euro zusammengekommen. Aber es ist nicht nur das Geld, was entscheidend ist. Man muss auch die Qualität suchen. Das hängt nicht immer nur mit einem teuren Preis zusammen. Es gibt Geigen, die haben keinen Namen, die aber trotzdem wunderbar klingen. Und das reicht ja dann auch aus. Jetzt haben Sie einen wahnsinnig erfolgreichen, wahnsinnig berühmten Sohn, der natürlich viel positive Schlagzeilen bekommt, aber manchmal, gerade so in letzter Zeit, hast du auch manchmal so Schlagzeilen gehabt, die wahrscheinlich für dich nicht so angenehm gewesen sind, wie zum Beispiel, dass eben öffentlich wurde. Mir ist nichts auch negativ aufgefallen. Wovon sprichst du? Na, deine Ex-Freundin zum Beispiel, die Trennung war in den Medien, das muss man irgendwie auch abkönnen, wenn man Promi ist. Und die hat sich ja auch zu eurer Beziehung geäußert und hat zum Beispiel gesagt, dass du untreu gewesen bist. Wie war das für dich? Also ich habe das mitbekommen, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich bin jemand, ich habe mein Leben lang versucht, seit ich natürlich auch ein bisschen in den Medien unterwegs bin, Privates privat zu lassen. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Klar kann man nicht verhindern, dass sich jemand mal äußert, aber für mich steht das außer Frage. Ich bin da in Anführungsstrichen Gentleman, ich will da nichts zu sagen. Es ist für mich auch was ganz Wertvolles, ein Privatleben zu haben und das möchte ich auch beibehalten. Und ich hoffe, du verstehst das. Das verstehe ich total. Ist das ein Thema zwischen euch, zwischen Vater und Sohn? Sagt man dann als Vater irgendwie auch mal, Mensch, lass uns mal drüber sprechen? Also ich habe mich eigentlich bemüht, als David noch kleiner war, ist ja mittlerweile auch erwachsen, ihn nach meinen Prinzipien und nach gewissen ethischen Vorstellungen zu erziehen. Und da vertraue ich ihm eigentlich voll und ganz. Kannst du auch. Nun hast du auch in einem Interview gesagt, ganz kurz vielleicht noch, dass du im Moment gar nicht an Kinder denken kannst. Du hast nicht mal Zeit für Freunde. Wie soll das funktionieren? Man braucht auf alle Fälle große Verantwortung, wenn man ein Kind in die Welt setzt. Und da muss man sich auch drum kümmern, muss sich bemühen, muss da sein, muss Zeit mit dem Kind verbringen. Das wäre unfair, wenn ich jetzt ein Kind in die Welt setzen würde. Denn erstens müsste ich meinen Job, so wie er momentan ist, aufgeben, um dem Kind gerecht zu werden. Oder das Kind müsste die gesamte Zeit mitreisen. Wie soll das funktionieren? Deswegen kann ich das momentan überhaupt gar nicht erfassen. Weil du dich auf deinen Job konzentrieren konntest, hast du ein wahnsinnig tolles Album rausgebracht. Da wollen wir ganz kurz mal reinhören. Dass du darauf hinweist. Hättest du jetzt total in diesem Gespräch vergessen. Siehst du? Aber ich nicht. Wir wollen uns auch noch mal angucken. Und jetzt erfahren wir noch gerade Insider-Informationen. Was war bei dem Dreh das Besondere? Oh Mann, wir haben natürlich viele Köche mitgewirkt und ich kam einen Tag vorher vor dem Dreh an und dann hat man mir das Mädchen gezeigt, was diese Tanzszenen machen Die Pole Dance. Ja, die sollte Ballett am Anfang machen und natürlich auch Pole Dance, also professionellen Pole Dance machen und konnte beides überhaupt nicht. Ich konnte weder Ballett ordentlich noch Pole Dance. Das ist ja auch eine Kunstform, das gut zu machen. Und dann haben wir wirklich 12 Stunden vor, habe ich überall telefoniert, habe mir dann die Weltmeisterin im Pole Dance noch sozusagen über 3, 4, 5 Ecken den Kontakt rausbekommen und habe sie dann hier nach Berlin, haben wir das Video in Berlin geshootet, noch Gott sei Dank rüberbekommen. Dementsprechend haben wir 3 Mädels dann gehabt. Die eine Dame, die sie sozusagen für das Video vorgesehen habe, hat dann nur die Gesichtsszenen gemacht. Dann haben wir in London nachher das Ballett nachgeshootet, besonders die Füße. Meine Mutter war Balletttänzerin, die hätte mich umgebracht, wenn das nicht ordentlich ausgesehen hätte. Und dann die Weltmeisterin im Pole Dance. Insofern war eine harte Sache, das Video zusammenzubasteln. Sie sehen, liebe Zuschauer, es ist so viel Professionalität gefordert, wenn so ein tolles Album rauskommen soll. Wir gucken auch noch ganz kurz, wir sprechen ganz kurz noch über die José Carreras Gala. Da sehen wir uns wieder für einen guten Zweck. Ja. Das ist dir besonders wichtig, ne? Ganz besonders wichtig. Also jedes Mal, wenn ich eine Möglichkeit habe, natürlich auch irgendwie Geld zu generieren, geht das für mich immer an 2 Stationen. Das ist auf der einen Seite José Carreras. Ich unterstütze auch gerne meinen ehemaligen Lehrer, Itzhak Perlman, der ein tolles Festival für ganz junge Künstler hat. Und wie gesagt, da versuche ich mich immer für stark zu machen. David, schön, dass du heute Morgen bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass du deinen Vater mitgebracht hast, Georg Bongartz, auch ein toller Geiger und ein sehr interessanter Mann. Schön, ne?
können auch stundenlang weiterreden. Also Mutter Balletttänzerin, die muss ja auch, kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man eine Mutter, die Balletttänzerin, das muss ja mega streng auch sein, ne? Also die kennt Ja. Disziplin auf alle Ja. Fälle. Also die weiß Seine schon. Mutter ist auch Kann ich mir Balletttänzerin. gar Ja, nicht dann vorstellen. sprichst du aus eigener Erfahrung. So, du könntest eigentlich mit Felix Jähn dich mal zusammenschließen, ne? Und Ja, würde ich gerne, die mag ich. Ja, Also, macht und dann gute vielleicht so eine Geigenmelodie, eine wunderbare Melodie beisteuern. Dann wird es wieder Nummer 1 Hit Felix Jähn. Wissen wir, seit 26 Jahren, so lange haben wir gewartet, Nummer 1 in Amerika. Aber dieses Trompetensolo, ne, das man da hört, das kommt von einem Kölner Blasmusiker, Leonhard Bieber nämlich. Und so hat er sich das Ganze ausgedacht. Wir haben natürlich sehr aufmerksam zugehört. Ich habe auch direkt mit David darüber gesprochen. Was ist das Wichtigste, was du aus deinen ehemaligen Beziehungen mit rübergenommen hast? Traue keinem außer dir selbst. Nein, im Endeffekt ist es ganz wichtig, Liebe im Leben zu haben, sei es Familie, sei es in der Beziehung. Davon kriegst du ja auch Motivation und auch ja, Inspiration zu arbeiten. Wenn es keine Frauen gäbe und keine Liebe, dann wozu ist denn so das Leben dafür alles da? da. Ne? Also ich finde, das ist Wozu schon wichtig. fiedelst du denn die ganze Zeit, wenn du nicht auch mal eine gute Frau kennenlernst? Und da ist doch Leila aus Berlin vielleicht genau die richtige. Sie ist nämlich Morgen. unsere Mitspielerin beim Gewinnspiel. Guten Morgen. Moin, moin. Guten Morgen. Welches Instrument beherrschen Sie denn so, dass Sie sagen könnten, ja, kann man schon mal vorspielen? Ja. Hallo? Handy. Jetzt genauso gemacht. Einfach, habe ich gerade nicht verstanden. So, Sie sind jetzt live auf Sendung und können unglaubliche 42.000 Euro gewinnen, okay? Obendrauf gibt es die DVD von Mordkommission Berlin 1 und auch deine CD. Legen wir oben Ja, drauf, Moment, oder? das, falls es nicht schafft, David, würde es Komm, Gib's so, raus damit. gib's einfach so für dich, wenn du es haben willst. So, jetzt Konzentration. Folgende Regeln sind zu beachten. Wir stellen Ihnen eine Frage. Sie haben 5 Sekunden Zeit, die Antwort zu geben. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie Hilfe. Dann kriegen Sie 2 Antwortmöglichkeiten. Bevor es losgeht, müssten Sie uns noch rasch das Lösungswort sagen. Ja, wie ist es, ein Lösungswort? Ich höre Sie ein bisschen ganz schlecht. Ein bisschen Geschlecht. Das Lösungswort! Kälte. Ja! So. Moment. Das ist Ich ja wollte jetzt gerade erst was Fröhliches spielen. Doch mal einmal was eine Fröhliches. Freude. Das war nur der Ich Vorgesetzte. halte mich kurz. So, jetzt geht es um das ganze Geld. Hier kommt Ihre Frage. Welchen Dienstgrad hat der Moderator Ulrich Meier als Reserveoffizier bei der Bundeswehr gehabt? Heute Abend sehen wir ihn 20:15 Uhr. Hilfe. Ja, Wenn sie jetzt die richtige Antwort sagt, David, dann musst du natürlich noch mal einen ordentlichen Tusch spielen. Sie kriegen 2 Antwortmöglichkeiten. Ist es Major oder B. Oberstleutnant? Ich glaube, der erste. Major, loggen wir mal ein, mal gucken. Und es ist Oberstleutnant, das ist sehr traurig. Mensch. Das tut mir sehr leid. Leila. Aber die CD auf jeden Fall, Ich hatte schon oder? das positive Stück vorbereitet. Aber Ja. Naja. Schade. Das spielen wir am Ende der Sendung nochmal. Lieber David, David Garrett heute bei uns zu Gast. Bleibt auch noch ein bisschen. Und der Papa ist auch da. Und morgen geht es um 43.000 Euro. Danke fürs Mitspielen, Leila. Danke, tschüss. Ciao. All we need is somebody to lean on. Somebody to lean on. Ja, sehr gut. David, kannst du an der einen Stelle nochmal, helfen Sie mir, das Cis war eher ein Fis, ja eben, deswegen ja. Könntest du das vielleicht, wir komponieren nämlich gerade das nächste Album von Versuch David mal ein Garrett. Cis in ein D-Moll Ja, reinzubasteln. versuch du das mal Kannst bitte. du mit Ich kann Schönberg das ja vielleicht ein bereits. bisschen nicht Ansonsten, zusammentun? Marlene, was sagst du? Das war schon ein ganz guter Anfang, oder? Wir sind voll drauf und freuen uns jetzt, lieber David und liebe andere Gäste, auf unser zweites Türchen. Ist ja 2. Dezember. Ja. Das darfst du nämlich aufmachen. Da kommt aber jetzt nichts irgendwie rausgeschossen. Nein, da kommt nichts rausgeschossen. Da sind immer ganz tolle Sachen drin. Was habt ihr denn da? Guck mal, das ist ja wohl toll. Bacon Lipbalm. Guck mal, kannst du drauf machen? Mach mal drauf. Mach mal drauf. Das machst du mal. Marlene Hier möchte machen wir gerne, ja. Aber das riecht aber auch schon hier. Es riecht. Boah, Was ist das? Riech das mal. Ja, nee, Wenn ich jetzt Dankeschön, indiskret danke. wäre, würde ich Hier. sagen, jetzt gib mir mal ein Küsschen, mache ich aber Oh, natürlich Roast nicht. Beef Bubblegum. Da darfst du dir doch mal einnehmen. Bitteschön. Ja. Ist das jetzt echt produziert nur für die Sendung oder gibt es das tatsächlich? Das gibt's irgendwo in Jeder darf mal Asien. ein. Bitteschön.
Das Greif zu, wir haben Schönste, viele davon. Nicht mehr gut, oder? Nein, will jetzt das auch Schönste, sagen. was ich am besten finde, ist diese dieses da muss die Chicken Deko Soup leiden. Spray. Guck mal. Das sprüht man, wenn man selber nicht kochen kann, aber so tun möchte, als wenn, ach, ich habe wieder so schöne Hühnersuppe gekocht. Lass mal kurz sehen. Ach, riecht's bei euch gut heute. Du musst ja eine gute Köchin sein. Aber das ist nicht schlecht. Oder? Ja? Also von allen Sachen Okay, ist das schenk ich dir. Von allen Sachen wir ist haben das hier noch angenehm. Frühstück vorbereitet für alle Gäste. So, Esslack in Gold. So kann man essen. Haut rein, lasst es euch schmecken und ganz wichtig, besorgen Sie sich dieses Buch. Andreas Hock nämlich. Ich verbitte mir diesen Tun Sie Arschloch. Heißt das Buch. Ja, sehr spannend. Danke fürs Kommen heute Morgen. Ina, die Vielen Dank, zwei Herr Damen, Bongartz. David Garrett und der Vater Georg Bongartz, heute Morgen bei uns. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Bis morgen.